Ach ja, das gute alte Rip-Off-Exploitation-Cinema. Ganz ehrlich, wo irgendwo einmal ein erfolgreicher Film oder Name auftaucht, sind die Exploitation-Filmmaker natürlich nicht weit. Und der erste, der sich genüsslich die Hände reibt, ist David A. Pryor, der Regisseur von solch Meisterwerken wie Sledgehammer. Nein, nicht der Sledgehammer. Oder Night Trap. Nein, nicht das Night Trap. Oder Rapid Fire. Nein, natürlich auch nicht der Rapid Fire, obwohl der von David A. Pryor 2 Jahre früher rausgekommen ist. Anyways, David A. Pryor ist hier definitiv nicht der Auteur unter den Exploitation-Filmemachern. Nein, das erkennt man schon alleine bei seinen Filmtiteln wie Jungle Patrol, Future Force, Invasion Force, Future Zone. Auch hier könnte man meinen, dass man über gewisse Jahre hinweg einfach mit einem Hut gearbeitet hat, aus dem man die Titelstücke herausgezogen hat. Und so ist natürlich auch Bioforce ein wahnsinnig toller Titel für ein wahnsinnig tolles Predator-Knockoff. Aber natürlich heißt der Film dann im Original noch Mutant Species, damit wir das auch noch einbringen können. Und im original deutschen VHS-Cover mit dem großartigen Untertitel Die Killer-Bestie aus dem Genlabor. Geil! Und so bekommen wir in dem Film Bioforce diese Killer-Bestie zu sehen. Der Film spielt zwar über weite Strecken im Dunkeln, schafft es aber dabei trotzdem ein gutes Tempo vorzulegen und seine trashigen Einsätze von Stock-Footage beziehungsweise sagen wir mal einer zusammenhängenden Story mit einigen Explosionen und ein paar gelungenen Special Effects Shots durchaus unterhaltsam zu machen. Der Film ist in Deutschland bereits im Jahr 2016 von Maritim Pictures auf DVD veröffentlicht worden und bekommt jetzt im Jahr 2020 im Rahmen der Super Spooky Stories Mediabook Collection von WMM eine Neuauflage. Und dieses Mediabook liegt mir jetzt vor und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers DVD-Check das auf nur 99 Stück limitierte Mediabook von Bioforce näher vorzustellen. Die Möglichkeiten bei der Covergalerie von Bioforce sind zugegebenermaßen enden wollend. Natürlich hat sich WMM wie bei allen anderen Titeln aus der Super Spooky Stories Reihe auch bei diesem Titel das alte deutsche VHS-Cover, in diesem Fall von VPS, gekrallt, aber auch auf der alten Amaray DVD-Auflage von Maritim Pictures war dasselbe Motiv zu sehen. Das ist meiner Meinung nach eine wirklich absolut großartige Collage. Wir sehen nämlich beispielsweise einen super duper ausgerüsteten futuristischen Soldaten, der offensichtlich in bester James Bond Manier vor dem Auge von einer großen Katze davon rennt. What the hell? Inwiefern das mit dem Film zusammenhängt, ist ein klein wenig fraglich. Dafür finde ich aber eben den unten angebrachten Titelschriftzug Bioforce, die Killer-Bestie aus dem Genlabor. Geil! Einfach nur absolut passend. Genauso wie wir hier beispielsweise ein Bild sehen, so stelle ich mir das eigentlich die meiste Zeit vor, wenn ich zum Zahnarzt gehen muss, was ich dann da von unten sehe. Aber meiner Meinung nach ist das auch dieses Mal wieder ein absolut großartig aufbereitetes Cover-Artwork, das meiner Meinung nach eben nicht nur durch seine Schärfe überzeugen kann, sondern eben auch durch die Farben, durch die Art, wie gut dieses Bild hier aufbereitet wurde für das Mediabook Frontcover. Natürlich aufgrund des unterschiedlichen Formats zur VHS-Kassette hat man auf der oberen Seite auf die Namen der Hauptdarsteller verzichtet, beziehungsweise unten auf den Credit-Block, aber das grundsätzliche Motiv, das worauf es ankommt, ist auf diesem Mediabook Frontcover wirklich vollständig zu sehen. Da hat sich WMM wieder einmal wirklich ins Zeug gelegt und hat es geschafft, dieses Cover-Artwork einfach nur großartig aufzubereiten. Schauen wir jetzt einmal auf den Spine, der mir mit diesem Bioforce-Schriftzug ebenfalls sehr gut gefällt, und wechseln wir dann auf das Backcover. Auch das wurde wie bei den anderen Titeln aus der Super Spooky Stories Reihe sehr gut an das alte VHS-Cover angepasst. Dort hätten wir ganz oben auf dem Backcover noch einmal den Titelschriftzug gehabt, für den war aber eben aufgrund des anderen Formats hier kein Platz. Dafür bekommen wir grundsätzlich dieselben Ausschnitte aus dem Film, dieselben Schriftzüge, die hier sind, nach Outbreak, jetzt Bioforce. Ich hätte gewusst, ich hätte mir den Film vor ein paar Monaten anschauen sollen, dann hätte ich vielleicht noch etwas
etwas gelernt. Aber der einzige Unterschied ist, dass das Bild hier ganz rechts unten auf der VHS-Kassette noch deutlich länger war, denn hier musste man ein bisschen Rücksicht eben drauf nehmen, dass man auch noch Platz für die technischen Details der DVD braucht, beziehungsweise für alle sonstigen Angaben und natürlich auch den individuellen Hinweis auf die Limitierungsnummer, sodass wir hier beispielsweise die Nummer 25 von den insgesamt nur 99 von diesem Mediabook produzierten Stück vorliegen haben. Jetzt können wir ins Innere von dem Mediabook schauen. Da wartet natürlich bei mir ebenfalls der gerettete Super Spooky Stories Banner auf uns. Außerdem haben wir in diesem Fall auf der linken Seite die DVD von Bioforce. Dabei handelt es sich natürlich, wie bereits erwähnt, um ein Repack von der bereits erhältlichen DVD. Und auf der rechten Seite dann ein etwas interessanter Bonusfilm, in diesem Fall nämlich das Schlangenmonster, ein absolut großartig trashiger Streifen von der IFD-Filmschmiede mit Richard Harrison. Wer sich für den Film interessiert, da habe ich natürlich ebenfalls auf meinem Kanal bereits ein ausführliches Review zum Mediabook, beziehungsweise natürlich auch zum Film, wo man dann Screenshots daraus sehen kann ich euch nur sehr ans Herz legen, mit dieser DVD einfach einmal überraschend in die wilde Welt, ihr wisst schon, was ich meine, von IFD einzutauchen. Außerdem bekommen wir zwischen den beiden Discs das gewohnte Booklet von der ersten Staffel der Super Spooky Stories mit allgemeinen Informationen zur Reihe und eben Hinweisen auf die anderen Filme, die eben hier im Rahmen der ersten Staffel veröffentlicht wurden. 1995 war das Jahr, in dem David A. Pryor seine Killerbestie aus dem Genlabor entlassen hat und eben auf die internationalen Videomärkte losgelassen hat. Und bei einem Film aus den Mit-90ern, der mit geringem Budget realisiert wurde, ist natürlich selbst im Jahr 2020 immer noch die Frage interessant, in welcher Bildqualität der Film denn hier eigentlich vorliegt. Glücklicherweise habt ihr bei Playzockers DVD-Check eingeschaltet und hier gehört es ja mehr oder weniger zum guten Bild. Eigentlich, dass ich euch einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer des Films direkt zeige. Wie immer weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, deswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber trotzdem bekommen wir meiner Meinung nach über diese Screenshots immer wieder einen sehr guten Einblick in das, was uns die DVD dann letztendlich tatsächlich bietet. Und das ist im Fall von Bioforce natürlich das, was man sich von einem B-Action-Movie aus den Mit-90ern erwartet. Nein, hier wurde wahrscheinlich nicht einmal beim Dreh allzu hochwertiges Equipment bzw. Ausgangsmaterial verwendet. Und das, was man letztendlich auf der DVD zu Gesicht bekommt, das schreit relativ deutlich nach einem analogen Bildmaster. Wir bekommen eben eine dementsprechend einfache Bildqualität mit einer eher reduzierten Schärfe, vor allem der Detailbereich ist selten wirklich gut ausgebaut, in helleren Szenen allerdings noch deutlich besser als in den dunklen Szenen, da verschlingt der etwas steile Kontrast dann doch das ein oder andere Detail, aber besonders auffällig den Film hindurch fand ich, dass eben mit Ausnahme der wirklich hellen, gut beleuchteten Szenen meistens die Farben ein klein wenig zurückhaltend ausgefallen sind, auch wenn sie natürlich für den ein oder anderen Moment in dem Film gewollt eingesetzt wurden. Und vielleicht, weil ich das vorher vergessen hatte, möchte ich an der Stelle noch einmal erwähnen, dass der Original Cast, den David A. Pryor für diesen Film vorgesehen hat, tatsächlich Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Michael Ironside, Dee Wallace Stone und Bill Duke vereint hätte da. Ein Schelm, wer Böses denkt, Hüstel Predator, aber überraschenderweise hat das Studio gemeint, dass das vielleicht ein bisschen zu viel kosten würde und deswegen hat man sich auf die Leute, die dann letztendlich zu sehen sind, also Powers Booth kennt man, hey, geeinigt unter Anführungszeichen, aber das ist zumindest ein Bit of Trivia aus der IMDb, das ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Insgesamt bin ich der Meinung, dass Mutant Species aka Bioforce auf der deutschen DVD so ziemlich genau die Bildqualität bietet, die ich mir eben von einer derartigen Produktion aus den Mit-90er Jahren auch weitestgehend erwartet hätte.
Und da ist Bioforce, finde ich, definitiv eines der Vorzeigestücke. Ganz ehrlich, die Killer-Bestie aus dem Genlabor WTF. Das ist ein durchaus unterhaltsamer Filmtitel für einen durchaus unterhaltsamen, extrem trashigen Z-Movie-Abklatsch von Predator mit einigen tatsächlich gut gemachten, anderen tatsächlich wahnsinnig billigen Effekten und zweifelhaften Schauspielerleistungen, aber ein Film, der eben gerade deswegen und vor allem auch, weil er sich selber doch gerne sehr ernst nimmt, auf unfreiwillige Basis echt unterhalten kann. Fans von trashigen B-Movies aus den 90ern können sich diesen 1995 von David A. Pryor inszenierten Streifen definitiv auf die Wunschliste setzen. Wer dabei nicht auf die einfache Standard Emery zurückgreifen möchte, sondern auf das streng limitierte Mediabook, der sollte das aber definitiv schnell tun, denn von den 99 Stück sind nur mehr ganz wenige verfügbar. Dann ist dieser Titel, wie auch die meisten anderen aus der ersten Staffel der Super Spooky Stories, wieder ausverkauft.